In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie wir die Pins von Etsy, also die Bilder von Etsy, auf Tailwind bekommen und die dann bei Pinterest vollautomatisch reingepostet werden. Etsy haben wir ja gerade schon besprochen. Ich verlinke das Video mal hier oben. Eignet sich prima fürs Affiliate Marketing. Aber schön ist natürlich immer, wenn man alles automatisiert. Ne? Wer möchte schon den ganzen Tag am Rechner sitzen, möchte hingehen und dann seine Bilder abspeichern auf dem Computer, die Bilder dann bei Pinterest hochladen und jedes Bild posten oder bei Canva hochladen und dann Bilder erstellen und die dann posten. Also ist kompliziert. Ne? Oder dann halt, können das dann auch noch über den Blogpost machen. Hatte ich ja auch empfohlen, also ich verlinke das Video hier nochmal, einen Blogpost zu erstellen und darin seine Affiliate-Links einzubauen. Das ist sehr viel besseres Marketing. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich einzelne Produkte bewerben möchte? Ja, also ich kann es mir auch mal einfach machen, nehme einfach Bilder von Etsy und poste die über Tailwind bei Pinterest rein. Das funktioniert. Und das Schöne ist, ich kann das Ganze auf Schedule machen, nennt sich das. Und dann, wenn ich das mache, dann postet der automatisch den ganzen Tag über eine bestimmte Anzahl von Pins. Das ist für einige Pins kostenlos. Ja, es gibt ein Free Trial, einen freien Plan bei Tailwind. Man kann das Ganze aber auch für einige Euro im Monat buchen. Und das wird dann interessant, letztendlich, wenn du das definitiv als dein Business betreibst. Natürlich, das kannst du auch. Ne? Also einfach möglichst viele Pins bei Pinterest rein posten oder auf Etsy posten, sodass du Traffic im besten Fall auf deine Webseite bekommst. Zwei Möglichkeiten. Du nimmst die Bilder von Etsy, schickst die zu Tailwind und von Tailwind dann eben zu Pinterest. Zweite Möglichkeit. Du gehst hin und erstellst einen Blogpost, packst die Bilder von Etsy da rein und postest dann die Bilder mit deiner URL zu Tailwind und die postest du dann wiederum zu Pinterest. Bessere Möglichkeit. Also meine Empfehlung ganz klar, erstell einen Blogpost. Bleib auf deiner Webseite und poste von deiner Webseite, was immer du kannst, bei Pinterest rein. Wir schauen jetzt einmal am Computer an, wie Tailwind funktioniert, wozu das überhaupt gut ist. Und dann kannst du entscheiden, ob du so ein Tool brauchst, ob du dir helfen lassen möchtest, ob du das professionell betreiben willst. Und dann kannst du dir überlegen, ob du den Plan kaufst, ja, wo du im Jahr, glaube ich, um die 100 Euro für bezahlst. Also viel kostengünstiger wirst du dein Business nicht aufsetzen können. Dazu gehen wir jetzt einmal an den Rechner. Ohne bei Tailwind jetzt eingeloggt zu sein, will ich dir einmal das Preismodell zeigen, weil bei mir hängt das ein bisschen davon ab, dass ich schon so lange Mitglied bin und auch schon mal einen Plan hatte und deswegen werden dann andere Angebote gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das läuft. Auf jeden Fall kann ich da andere Preise sehen als hier jetzt. Deswegen habe ich das jetzt mal einmal so gemacht. Ich habe mich ausgeloggt und wo immer du jetzt hier klickst, also ich klicke mal hier auf den Link, weil auf der Webseite vorne, auf der Homepage, da steht nichts drauf von den Preisen. Da muss ich erst irgendwo draufklicken und dann sehe ich hier oben ein Menü und dann steht hier auch Pricing. Und wenn ich jetzt da draufklicke, dann kannst du sehen, was es wofür gibt. Es gibt einmal den Pro-Account, den Advanced und den Max-Account. Und, was vielleicht für dich jetzt erst einmal interessant ist, es gibt den kostenlosen Account. Free Forever. Free Forever bedeutet in dem Fall, du kannst einen Pinterest-Account und einen Instagram-Account verbinden. Du kannst 20 Posts pro Monat, wo auch immer du möchtest, hinschicken, nämlich auf Instagram und auf Pinterest. Und du hast hier noch so ein paar Eigenschaften, die nicht ganz schlecht sind. See More Features können wir auch nochmal machen. Kannst du dir hier ganz genau angucken, was du alles im kostenlosen Plan enthalten hast. Wenn du das wirklich machen willst, dann sind natürlich 20 Posts pro Monat, wären wir eher pro Tag. Ne? Also da wäre es definitiv besser, wenn du da wirklich in irgendetwas investierst. Ne? Also $15 ist wohl das Minimum. Ich würde wahrscheinlich sogar $30 nehmen, weil dann habe ich hier die Möglichkeit, 1000 Posts pro Monat zu machen. Und das wird dann wieder interessant, wenn ich 1000 Posts pro Monat, das sind dann durch 30 Tage, und dann habe ich ungefähr, also 1000 durch 30,
sind auch ungefähr so 30 Posts, nee, ja mehr, habe ich auf jeden Fall einige Posts, die ich pro Tag rausschicken kann. Das sind eigentlich schon fast so viele, ne? Aber 100 ist zu wenig, 1000 sind zu viel, naja, so ein Mittelding vielleicht. Ja, das Gute ist auch, wenn ich jetzt hier auf Annual gehe und bereit bin, nicht monatlich zu bezahlen, sondern jährlich. Du siehst, dann werden die Preise sehr viel geringer. Dann sind es nämlich nicht mehr $30 im Monat, sondern nur noch $19,99, also $20 im Monat. Beziehungsweise hier $9,99 statt $15 im Monat. Und das Schöne ist, es gibt dann hier auch mehr Posts, die ich erstellen kann, wenn ich jährlich bezahle. Ja, es bleibt natürlich dir überlassen, was du hier machst. Aber dieses Programm, diese Tailwind-App, die hat schon ziemlich tolle Features. Eine davon ist natürlich, dass du auf Pinterest posten kannst, alles auf Schedule setzen kannst, alles vorausgeplant. Ja, du kannst genau sagen, heute pinne ich um 14:27 Uhr dahin und um 15:59 Uhr da. Du kannst das Ganze auch noch für Instagram machen. Du kannst sehen, wann du wie postest, wie deine Pins performen. Und du kannst sogar auf der Plattform Pins erstellen. Das heißt in dem Fall, du kannst Bilder hochladen, die du für deinen Pin verwenden willst, und dann erstellt das Programm völlig automatisch und ja, im Preis enthalten, ne, Bilder für dich, die du posten kannst. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pinterest-Pin erstellen möchte, lade ich nur die Bilder hoch. Das Programm würfelt alle Bilder durcheinander und erstellt mir Pins, die ich dann wiederum runterladen oder beziehungsweise direkt auf Schedule setzen kann. Das will ich dir jetzt einmal zeigen, weil das, finde ich, ist ein sehr, sehr interessantes Feature. Ich logge mich mal einmal hier in meinen Kanal ein und dann schauen wir uns das mal an. Wenn ich mich hier einlogge, dann siehst du schon, ich bin jetzt auch auf dem Free Trial, also im Moment kümmere ich mich da gar nicht drum. Aber was ich gemacht habe, ich habe hier Pins erstellt. Ich zeige dir mal jetzt hier einen Pin. Und zwar habe ich einfach nur diese Fotos hochgeladen aus meinem Blogpost. Das Programm hat dann mit den Farben, die ich vorher passend zu meiner Webseite ausgewählt habe, einen Pin erstellt. Und den schicke ich jetzt zu Tailwind rüber. Also viel einfacher wird das nicht, ne? Also du kannst dann noch deine Pin-Beschreibung eingeben und dann wird einfach der Pin rübergeschickt. Ich zeige dir das jetzt hier nochmal im Dashboard. Dazu gehst du hier, New Tailwind Create heißt das Ganze. Und Start New Design. Ja, jetzt müssten wir ein paar Designs haben. Jetzt holen wir uns das von Etsy, laden das auf den Computer und packen das da rein und die erstellen uns dann Pins davon. Also, ich habe jetzt hier mal ein Produkt aufgerufen. Das sind wieder diese Lightroom Presets. Jetzt nehme ich da mal ein paar schöne Fotos von, die ich mir auf den Computer speichere. Einfach so ein paar Varianten nehmen, ne? Am besten auch unterschiedliche Fotos nehmen. Kann man da einfach ein bisschen mehr mitmachen. Vielleicht auch das Anfangsbild ist nicht ganz unwichtig, damit man auch weiß, worum es geht. Und wenn du die hast, wenn du die auf deinem Computer gespeichert hast, gehst du auf Tailwind Create und gibst einen Link an. Dieser Link, den hätten wir jetzt im Prinzip erst zu einem Affiliate-Link machen müssen. Ich nehme den jetzt mal einmal so, weil es jetzt gerade darum geht, dir diese Tailwind Create App näher zu bringen. Und packe erstmal den Link rein. Jetzt packe ich hier den Titel rein. Das sind jetzt Lightroom. Ja, macht das schon selber. Zieht da quasi rüber. Mache ich da hinten das Etsy mal raus. Und jetzt füge ich hier Fotos hinzu. Die habe ich jetzt hier in meinem Downloads-Ordner gespeichert. Nehme alle 4 Fotos, lade die hier hoch. Beziehungsweise das Programm zieht die auch schon aus dem Produkt heraus. Ne? Das ist nämlich auch toll. Und jetzt kann ich mir ein paar Fotos auswählen, die ich benutzen möchte. Du siehst daran, dass hier ein Haken dran ist, wenn ich da drauf klicke. Ja, und dann, ich gehe mal einmal hier durch. Also entweder selber hochladen oder eben einfach auswählen über den Link. Und wenn du das gemacht hast, dann steht hier Create Images, klickst du drauf und jetzt wird das wirklich interessant. Es wird nämlich ein Design erstellt. Jetzt wird natürlich das Design mit meinen Farben erstellt, also die Farben, die ich für meine Webseite habe. Das kann für dich natürlich ganz anders aussehen, ne? Und das Schöne ist, du kannst hier jetzt jedes einzelne Design kannst du jetzt bearbeiten, ne? Und dann, ja, sagen wir mal, ich nehme mal
ja, das hier, dann sage ich Select und dann kann ich sagen Edit. Und dann kann ich hier mein Design bearbeiten. Das war jetzt vielleicht nicht so ganz günstig, weil hier einfach kein Text drauf ist. Save and go back. Das machen wir jetzt mal. Also ich öffne jetzt nochmal das. Select, Edit. Und hier kann ich jetzt das Ganze nochmal bearbeiten. Kann die Farben ändern. Ich kann die Schrift ändern. Ja, also hier kann ich einfach mir eine andere Schrift aussuchen, die ich gerne haben möchte. Und ich kann ja die Farben natürlich noch anpassen und so weiter. Und wenn ich das alles gemacht habe, kann ich wieder zurückgehen und kann mir diesen Pin jetzt auf meinen Computer runterladen. Ne? Also sage ich jetzt, ne, hat er schon? Ja. Review Your Selection. Also hier gibt es noch viele, viele mehr. Ne? Ich scroll mal einmal runter. Ist auch ein sehr schöner. Oder das hier. Also wie gesagt, ich kann einfach Select anklicken und dann Review Your Selection. 3 von 15 kann ich im Monat kostenlos machen. In meinem Account zumindest. Ja, also bitte immer gucken, ob das für deinen auch gilt. Weil, wie gesagt, die ändern sich ja die Preise. Ja, auf jeden Fall, hier habe ich jetzt meine Pins und jetzt kann ich die einfach runterladen auf meinen Computer. Ne? Also entweder sage ich hier Download oder ich sage hier Go Schedule. Dann packt er die in meinen Tailwind rein. Ich gehe jetzt mal einfach auf Schedule. Ja, select an Account. You would like. Okay, jetzt habe ich natürlich das Problem, ich habe keinen Affiliate-Link da drin. Ne? Wie du eben gesehen hast, habe ich den nicht eingemacht, um dir das jetzt hier mal zu zeigen. Aber jetzt kann ich hier meine Pins auf Schedule setzen und hier sind sie schon auf Schedule. Das ist einfach hier reingewürfelt. Und jetzt werden die automatisch gepostet. Ich kann das natürlich noch ändern. Ich kann hier jetzt noch sagen, okay, ich möchte aber jetzt einen Affiliate-Link da reinpacken. Dann kann ich hier das Ganze noch bearbeiten, hier den Link austauschen, hier die Beschreibung des Pins. Das ist auch mal ganz wichtig. Ja, Pinterest ist eine Suchmaschine, deswegen bitte hier noch den Text eintragen, passend zu deinem Pin, nicht einfach weiter posten. Im Notfall, ich sage jetzt wirklich im Notfall, ne, kannst du natürlich immer hier etwas rauskopieren, ja, und das dann darüber nehmen. Besser ist aber, wenn du was Eigenes schreibst. Alleine schon wegen Copyright, weil man darf ja schon die Fotos nehmen als Affiliate und darfst auch theoretisch den Text nehmen. Aber ich würde einfach vorschlagen, schreib 2 Sätze selber. Ja, und dann kann ich das auf jeden Fall alles hier auf Schedule setzen und das wird automatisch bei Pinterest gepostet. Jetzt kann ich hier sehen, das passiert jetzt hier am 19. Mai um 7:57 Uhr und wird über den Tag verteilt einfach dort gepostet. Und das Schöne ist, dass jedes Produkt hat einen Affiliate-Link drin. Und jedes Mal bei diesem individuell erstellten Bild ist natürlich die Chance höher, dass jemand darauf klickt. Ne? Und ja, jedes Mal habe ich eine Möglichkeit, etwas zu verkaufen. Ne? Wie gesagt, besser ist natürlich, wenn du deinen Blogpost-Link da reinsetzt, weil, ja, ist einfach besser. Ne? Wenn die Leute auf deine Webseite kommen, bekommst du Traffic, die lernen dich kennen, du kannst gleichzeitig Abonnenten für deinen Newsletter gewinnen und dann erst die Leute wegschicken, damit sie etwas kaufen. Ich hoffe, du fandest das Video hilfreich und es hat dir gefallen vor allen Dingen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und auf den Like-Button klickst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!